Am späten Nachmittag tauchten die letzten Sonnenstrahlen das kurze, üppige Grasland der Pilanesberge in einen goldenen Schimmer, als die leichte Brise hereinbrach. Der Wind von den fernen Hügeln trug den Duft von jungem Gras und warmer Erde herbei und verlieh der Szenerie eine seltsam sanfte und ruhige Note. In der Mitte dieses Raumes ging langsam ein einzelner männlicher Leopard, dessen Schatten sich im blassen Sonnenlicht auf dem roten Boden ausbreitete. Sein geflecktes Fell glänzte im Abendlicht, doch in seinen Augen lag ein Ausdruck der Müdigkeit und der Sehnsucht nach Ruhe. Es war tagelang auf der Suche nach Beute umhergeirrt und hatte sich nur von ein paar Tropfen Wasser in den trockenen Felsspalten ernährt. Auf dem weichen Boden waren Schritt für Schritt seine Fußabdrücke deutlich zu erkennen und spiegelten das schwache Licht wider, das am Horizont verblasste. Als es zu einem einsamen, trockenen Baum kam, der mitten auf der Wiese stand, blieb es stehen, hob den Kopf und atmete tief den Geruch von Baumharz und feuchtem Wind ein. Der Wind wehte durch das Gras und trug das Zwitschern kleiner Vögel irgendwo in die Stille. Es schloss die Augen, atmete leise und näherte sich dann dem Baum, als suche es etwas Schatten in der untergehenden Sonne. Aber unter dem Baum lag ein altes Fischernetz, einst von jemandem weggeworfen, jetzt um trockene Wurzeln und Schlamm gewickelt. Als in der Nähe ein Spatz herabstürzte, reagierte der Leopard instinktiv und stürzte sich augenblicklich nach vorne. Doch dieser Sprung war verhängnisvoll, sein Kopf blieb im schmutzigen, verhedderten Netz hängen, dessen Nylonfasern mit Schmutz und trockenem Gras bedeckt waren. Das Netz wickelte sich um seinen Hals, zog sich zusammen und ließ ihn taumelnd ins Gras fallen. Es knurrte leise und versuchte, kräftig zu ziehen, doch das Netz wickelte sich tiefer und zog den trockenen Ast mit sich, was ihn heftig zittern ließ. Gras flog in die Luft, das Geräusch von Nylonseilen, die an den Baumstämmen rieben, klang wie kaltes Metall. Es kämpfte, versuchte sich zu befreien, versuchte sich umzudrehen, aber die Seile waren so stark wie unsichtbare Ketten. Der Sonnenuntergang breitete sich langsam über seinen staubigen Körper aus, die Abendschatten wurden länger, der Wind legte sich in einem schweren Moment. Es schnappte nach Luft und blickte zum violetten Himmel hinauf, wo die letzten Wolken des Tages langsam nach Westen zogen. Die Nacht brach herein, Grillen zirpten, Tau begann das feine Gras um den gefesselten Körper zu bedecken. Jeder seiner Atemzüge vermischte sich mit dem kalten Nebel, schwer und müde wie der Seufzer der Natur. Am nächsten Morgen kondensierte Tau auf seinem Schnurrbart, ein paar Tropfen fielen in die Schüssel mit Gras, er leckte sie sanft ab, um seinen Durst zu stillen. Das Wasser war kalt, aber nicht kalt genug, um ihm zu helfen, die in der Nacht zuvor verlorene Kraft wieder zu erlangen. Sein Blick blickte stumpf zum Horizont, wo die Sonne aufging, während das Grasland noch weit und leer war. Es versuchte, in das Seil zu beißen, aber das Plastik war rutschig und schmerzhaft, sodass seine Zunge blutete. Hunger und Durst quälten seinen großen Körper, ließen ihn zittern und sein Atem stockte im Morgenwind. Der zweite Tag verging, das grelle Sonnenlicht strömte herab, ließ den Boden verdunsten und das Netz steinhart werden. Es senkte den Kopf, die Augen halb geschlossen, und lauschte dem Geräusch des Windes, der wie ein trauriges Schlaflied durch das Gras wehte. Am Nachmittag fiel der Schatten des trockenen Baumes lang und bedeckte den müden Körper, der mitten auf dem stillen Feld nach Luft schnappte. In der zweiten Nacht fiel silbernes Mondlicht durch die Wolken und spiegelte sich im staubigen, gefleckten Fell. Im Schlaf hörte er in der Ferne die Geräusche wilder Tiere, als kämen sie aus einer anderen Welt, in der es noch Freiheit gab. Am Dienstagmorgen fuhr ein Einheimischer namens Elias einen Feldweg entlang der Prärie entlang, um eine vergessene Schaufel zu holen. Im Morgenwind hörte er ein seltsames Geräusch, schwach, gebrochen, wie der Atem eines sterbenden Geschöpfs. Er hielt den Wagen an, lauschte und ging dann langsam in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Als er das grüne Gras teilte, war er verblüfft, als er einen Leoparden sah, der in einem Fischernetz unter einem trockenen Baum gefangen war und ihn flehend ansah. Sein Herz krampfte sich zusammen, eine wilde Schönheit, gequält von dem Abfall, den die Menschen hinterlassen. Elias traute sich nicht, näher heranzugehen, band schnell einen roten Stoffstreifen an einen Ast, markierte die Stelle, wendete dann das Auto und fuhr davon. Die Räder rollten über die unbefestigte Straße und wirbelten Staub auf, und sein Herz hämmerte vor Angst, dass er zu spät kommen würde.
In der Rangerstation Pilanesberg erzählte er den Rangern Samuel Ndlovu und Patrick Moköna die Geschichte. Nachdem sie zugehört hatten, bereiteten die beiden sofort die Narkosepistole, die Schere, das Antiseptikum und den Erste-Hilfe-Kasten vor. Der Pickup startete und raste die neblige Straße entlang. Sein Licht beleuchtete die Baumstämme, die noch vom Morgentau nass waren. Als sie ankamen, schien das Sonnenlicht des frühen Morgens durch das Gras und spiegelte sich im reglosen Körper des Leoparden unter dem trockenen Baum. Samuel signalisierte, Abstand zu halten, dann hob er das Betäubungsgewehr und zielte mit der Nadel auf die Schulter des Tieres. Ein leises Zischen ertönte, die kleine Nadel wurde sauber eingeführt, der Leopard zitterte leicht und fiel allmählich in einen vorübergehenden friedlichen Schlaf. Patrick ging hinüber, legte seine Hand auf die Brust, lauschte seinem gleichmäßigen Atem und nickte, um zu signalisieren, dass es in Sicherheit war. Samuel benutzte eine Spezialschere, um vorsichtig jeden Strang des silbergrauen Fischernetzes durchzuschneiden, das eng um seinen Kopf und Hals gewickelt war. Jedes heruntergefallene Drahtstück verursachte ein leises Rascheln in dem Raum, der nur vom Zwitschern der Vögel erfüllt war. Die trockenen Baumwurzeln zitterten leicht, einige Äste brachen und fielen, Staub wirbelte schwach im sanften Sonnenlicht auf. Patrick entfernte den Rest der Schnur und reinigte die Flecken um seinen Hals mit einer antiseptischen Lösung. Der Kratzer erschien rot, aber nicht tief. Sie trugen eine Salbe auf und injizierten dann eine unterstützende Lösung intravenös. Samuel stellte eine Schüssel mit Wasser und etwas frisches Fleisch daneben, alles mit Zärtlichkeit und Respekt zubereitet. Der Wind wehte durch die Graslandschaft, der Geruch von Erde und Baumharz vermischte sich und brachte ein seltsames Gefühl von Frische und Gelassenheit. Die drei Männer standen herum, keiner sagte etwas, sie lauschten nur dem Geräusch des Windes und dem sanften Atmen des gerade geretteten Wesens. Elias saß auf der Motorhaube des Autos, seine Augen füllten sich mit Tränen, als er das Tier beobachtete, wie es still im sanften Licht der Morgendämmerung lag. Eine leise Emotion breitete sich in ihren Herzen aus, das Gefühl, Zeuge der Rückkehr des Lebens zu werden. Ein paar Minuten später regte sich der Leopard leicht, seine Augenlider flatterten, sein Atem wurde gleichmäßig und wärmer. Es öffnete die Augen, sein Blick war noch trüb, aber ruhig, seine Nase berührte die Schüssel mit klarem Wasser, in dem sich der blaue Himmel spiegelte. Ein Schluck kühles Wasser beruhigte seinen trockenen Hals und seine Schultern zitterten leicht, als die Kraft zurückkehrte. Es bückte sich, um das frische Fleisch zu fressen, seine Bewegungen waren langsam, aber voller Überlebensinstinkt. Samuel schaute durch das Fernglas und seine Mundwinkel hoben sich leicht, als er sah, dass das wilde Tier wieder in Sicherheit war. Patrick nickte leicht und hielt Elias' Hand fest, als ob er eine stille Freude zwischen ihnen teilen würde. Goldenes Licht breitete sich über das Grasland aus, der Wind trug den Duft von Wildblumen und wortlosem Frieden herbei. Der Leopard hob seinen Kopf, seine Augen funkelten und er blickte zu den drei Menschen, die ihn gerettet hatten. Dieser Blick war nicht mehr grimmig, nur noch Vertrauen und unsichtbare Dankbarkeit. Es stand auf und schüttelte sich heftig, Staub und Gras fielen von seinem gefleckten Fell, das Sonnenlicht glitzerte darauf. Es machte ein paar Schritte, atmete den warmen Wind ein und spürte, wie sein Herzschlag mit dem Leben der Erde und des Himmels verschmolz. Bevor es ging, drehte es sich mit tiefem Blick noch einmal um, als wolle es sich im Stillen bedanken. Der Wind schüttelte sanft das alte Netz, das nun heruntergeschnitten war, und still neben dem trockenen Baum lag ein Beweis der Güte. Die drei Männer standen still und beobachteten, wie die Silhouette des Leoparden über dem sonnendurchfluteten Grasland verschwand. Niemand sagte etwas, aber in ihren Herzen hatte die Natur ihnen gerade eine Lektion über die Erlösung erteilt. Am Himmel singen wieder die Vögel, der Wind trägt den Duft von frischem Gras und das Leben beginnt einen neuen Zyklus.